Oh, Sie brauchen mir nicht zu erklären, mein Lieber. Ich kann mir vorstellen, wie das passiert ist. Sie sind schließlich eine eindrucksvolle Erscheinung. Die Leute hier mussten Sie ganz zwangsläufig wenigstens für einen Lord oder einen Herzog halten. Der Arzt lachte herzlich. Muss einem gut tun, ab und zu für einen Lord gehalten zu werden. Wir führen eine Weile schweigend weiter. Dann sagte Dr. Carlisle, nun, ich hoffe, Ihr kurzer Aufenthalt bei uns hat Ihnen gefallen. Das hat er, Sir, ganz bestimmt. Und was halten Sie von den Leuten von Moscombe? Gar keine üble Gesellschaft. Wie? Sehr nette Leute, Sir, und Mr. und Mrs. Taylor waren äußerst liebenswürdig. Ach, bitte, nennen Sie mich nicht dauernd, Sir, Mr. Stevens. Nein, Sie sind gar keine so üble Gesellschaft. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich hier draußen den Rest meines Lebens verbringe. Die Art, wie Dr. Carlisle das aussprach, wollte mir ein klein wenig merkwürdig erscheinen. Und etwas eigenartig Bedächtiges hatte auch der Ton, in dem er sich weiter erkundigte. So, Sie waren auch so nett, sagen Sie. Ja, Sir Doktor, äußerst sympathisch. Wovon haben Sie ihnen denn den ganzen Abend erzählt? Ich hoffe, man hat Sie nicht mit Dorfklatsch gelangweilt. Keineswegs, Doktor. Es war ein recht ernsthaftes Gespräch und es wurden einige sehr interessante Ansichten vorgetragen. Oh, Sie denken an Harry Schmidt, sagte der Arzt lachend. Ihn sollten Sie nicht so wichtig nehmen. Eine Zeit lang ist es ganz angenehm, ihm zuzuhören, aber er hat verworrene Vorstellungen. Manchmal könnte man glauben, er sei eine Art Kommunist, und dann sagt er wieder etwas, nach einem tore-reinsten Wasser klingt. Er hat, wie gesagt, etwas verworrene Ideen. Ah, es ist interessant dazu zu hören. Worüber hat er sich denn gestern Abend abgelassen? Über das Empire, unser staatliches Gesundheitswesen? Mr. Smith beschränkte sich auf allgemeinere Themen. Tatsächlich, zum Beispiel, ich räusperte mich. Mr. Smith äußerte einiges zum Thema Würde. Sieh an, das hört sich für Harry Smith ja recht philosophisch an. Wie ist er dann bloß darauf gekommen? Wenn ich recht erinnere, hob Mr. Smith die Bedeutung lokaler Wahlkampfführung hervor. Aha, er wollte mir verdeutlichen, dass die Bewohner von Moscombe zu allen möglichen bedeutenden Angelegenheiten klare Meinungen haben. Ja, das ist typisch Harry Smith. Wie Sie gewiss gemerkt haben werden, ist das natürlich alles Unsinn. Harry sitzt immer herum und will alle Welt für Probleme interessieren. Aber die Leute sind nun einmal glücklicher, wenn man sie in Ruhe lässt. Wir schwiegen wieder eine Weile. Schließlich sagte ich, entschuldigen Sie die Frage, Sir, aber kann ich davon ausgehen, dass Mr. Smith als so etwas wie ein komischer Kauz betrachtet wird? Das ist vielleicht etwas zu stark ausgedrückt. Die Leute haben hier schon ein bestimmtes politisches Bewusstsein. Sie haben das Gefühl, dass sie zu diesem und jenem klare Meinungen haben sollten, so wie Harry das gern hätte.
Aber sie sind eigentlich nichts anders als die Leute anderswo. Sie wollen ein ruhiges Leben. Harry hat viele Ideen, um dies oder jenes zu verändern. Aber eigentlich wünscht keiner im Dorf irgendwelche Umwälzungen, auch wenn er vielleicht einen Nutzen davon hätte. Die Leute hier wollen in Ruhe ihr bescheidenes kleines Leben führen. Sie wollen nicht mit Problemen belästigt werden. Mich überraschte der Ton des Abscheus, der sich in die Stimme des Arztes eingeschlichen hatte. Er fing sich aber gleich wieder, indem er kurz auflachte und bemerkte: Hübscher Blick aufs Dorf da auf ihrer Seite. In der Tat war ein Stück unter uns das Dorf ins Blickfeld gerückt. Natürlich verlieh ihm das helle Morgenlicht einen ganz anderen Charakter. Doch im Übrigen sah es genauso aus wie in der Dämmerung gestern Abend. Und ich folgerte daraus, dass wir nicht mehr weit von der Stelle entfernt waren, an der ich den Ford stehen gelassen hatte. Mr. Smith schien der Ansicht zu sein, sagte ich, dass die Würde eines Menschen auf solchen Dingen beruht, dass man klare Meinungen hat und dergleichen. Ah ja, Würde, das hatte ich vergessen. Ja, da hat sich Harry also mit philosophischen Definitionen herumgeschlagen. Meine Güte, war wohl ein richtiger Blödsinn. Man musste seinen Schlussfolgerungen nicht unbedingt beipflichten, Sir. Dr. Carlisle nickte, schien aber eigenen Gedanken nachzuhängen. Wissen Sie, Mr. Stevens, sagte er schließlich, als ich hier anfing, war ich überzeugter Sozialist, glaubte an die bestmögliche Versorgung für alle Menschen und so weiter. 49 bin ich hierher gekommen. Der Sozialismus würde allen Menschen ein Leben in Würde ermöglichen. Das glaubte ich, als ich damals hierher kam. Aber verzeihen Sie, gewiss wollen Sie alle diesen Unsinn gar nichts hören. Er wandte sich fröhlich zu mir um. Wie steht denn mit Ihnen, alter Junge? Wie bitte, Sir? Worum geht es nach Ihrer Ansicht bei der Würde? Die Direktheit dieser Frage überraschte mich schon sehr. Das ist sehr schwer in wenigen Worten zu erklären, Sir, sagte ich. Aber ich vermute, es läuft darauf hinaus, dass man sich nicht vor der Öffentlichkeit entkleidet. Entschuldigen Sie, was? Die Würde, Sir. Ah, der Arzt nickte, machte aber ein etwas verwirrtes Gesicht. Dann sagte er, so diese Straße musste Ihnen bekannt vorkommen. Sieht aber wohl bei Tageslicht doch ein bisschen anders aus. Ah, ist er das? Alle Wetter, was für ein schöner Wagen. Dr. Carlisle hielt dick hinter dem Ford an, stieg aus und sagte noch einmal, was für ein schöner Wagen. Dann hatte er auch schon einen Trichter und einen Benzinkanister hervorgeholt und hat mir liebenswürdigerweise beim Füllen meines Tanks irgendwelche Befürchtungen, dass dem Wagen Schlimmeres zugestoßen sein könnte, legte sich rasch. Als ich den Zündschlüssel drehte und sofort das gewohnte kräftige Summen des Motors vernahm. Ich bedankte mich bei Dr. Carlisle und wir verabschieden uns voneinander, wenn ich auch noch eine gute Meile auf der kurvenreichen, hohen Straße hinter seinem Rover herfahren musste, bis sich unsere Wege trennten.
Es war etwa 9 Uhr, als ich die Grenze zu Cornwall passierte. Dies wiederum war mindestens 3 Stunden, bevor der Regen einsetzte. Und die Wolken waren alle noch leuchtend weiß. Viele der Bilder, die sich mir heute Morgen boten, gehören in der Tat zu den schönsten, denen ich bis jetzt begegnet bin. Es war halt deshalb schade, dass ich ihnen oft nicht die Aufmerksamkeit widmen könnte, die sie verdienten. Denn, das sei ruhig gesagt, man war doch in einer etwas besorgten Verfassung bei dem Gedanken, dass man, sollte sich nicht völlig Unvorhergesehenes ereignen, Miss Kenton wiedersehen würde, ehe noch der Tag zu Ende ging. So kam es, dass ich, während ich rasch durch freies Gelände dahin fuhr, weit und breit, keine Menschenseele und kein Fahrzeug in Sicht, oder den Wagen vorsichtig durch malerische kleine Dörfer lenkte, von denen manche nur einige wenige Häuser zählten, wieder gewissen Erinnerungen an die Vergangenheit nachsahen. Und jetzt, hier in Little Compton, im Speisesaal dieses angenehmen Hotels sitzen und den Regen beobachten, der draußen auf Pflaster und Bürgersteige des Dorfplatzes klatscht, vermag ich nicht zu verhindern, dass meine Gedanken abermals auf diesen selben Wegen wandern. Eine Erinnerung im Besonderen hat mich den ganzen Morgen beschäftigt, oder vielmehr das Fragment einer Erinnerung, das mir aus irgendeinem Grund über die Jahre hinweg sehr lebendig im Gedächtnis haften geblieben ist. Ich stehe in dieser Erinnerung allein auf der hinteren Flur vor der geschlossenen Tür von Miss Kentons Aufenthaltszimmer. Genauer gesagt stand ich damals nicht mit dem Gesicht zur Tür, sondern hatte mich nur halb zugewandt, gelähmt von Unentschlossenheit, ob ich anklopfen sollte oder nicht. Denn ich war, wie ich mich erinnere, in diesem Augenblick überzeugt, dass Miss Kenton nur wenige Meter von mir entfernt hinter dieser Tür weinte. Wie gesagt, dieser Moment ist mir deutlich im Gedächtnis geblieben, wie auch die Erinnerung an jenes eigenartige Gefühl, das mir aufsteigt, als ich so da stand. Ich bin mir jetzt jedoch keineswegs der näheren Umstände sicher, die dazu geführt hatten, dass ich so auf dem hinteren Flur stand. Ich glaube an anderer Stelle bei dem Versuch, solche Erinnerungen zusammen angegeben zu haben. Diese Szene habe sich abgespielt, nachdem Miss Kenton die Nachricht vom Heimgang ihrer Tante erhalten hatte. Das heißt, als mir, nachdem ich sie mit ihrem Kummer allein gelassen hatte, bewusst geworden war, dass ich vergessen hatte, ihr mein Beileid auszusprechen. Ich habe aber inzwischen noch weiter darüber nachgedacht und glaube, da etwas verwechselt zu haben. Es scheint, dass dieses Bruchstück einer Erinnerung mit Ereignissen zu tun hat, die sich an einem Abend wenigstens einige Monate nach dem Tod von Miss Kentons Tante abspielten. An jedem Abend nämlich, als ganz unerwartet der junge Mr. Cardinal in Darlington Hall erscheint. Mr. Cardinals Vater, Sir David Cardinal, war viele Jahre lang der engste Freund und Mitarbeiter seiner Lordschaft gewesen. Aber auf tragische Weise 3 Jahre vor dem Abend,
von dem ich jetzt spreche, bei einem Sturz vom Pferd ums Leben gekommen. Der junge Mr. Kardinal hatte sich als Kolumnist besonders mit geistreichen Kommentaren zu internationalen Angelegenheiten schon einen gewissen Namen gemacht. Offenkundig waren diese Kolumnen nur selten nach Lord Darlingtons Geschmack, denn ich erinnere mich an verschiedene Gelegenheiten, bei denen er von einer Zeitung aufblickte und eine Bemerkung machte wie etwa: Der junge Rege schreibt schon wieder solchen Unsinn. Nur gut, dass sein Vater das nicht mehr lesen kann. Diese Kolumnen hinderten Mr. Kardinal aber nichts daran, häufig Gast des Hauses zu sein, und seine Lordschaft vergaß nie, dass der junge Mann sein Patensohn war, und behandelte ihn immer wie einen Verwandten. Andererseits war Mr. Kardinal noch nie zuvor unangemeldet zum Abendessen erschienen, und ich war deshalb ein wenig überrascht, als ich ihn an jedem Abend mit beiden Händen seine Aktentasche umklammern vor der Tür stehen sah. »Oh, hallo Stevens, guten Abend«, sagte er. »Bin heute Abend in einer kleinen Klemme und habe mich gefragt, ob Lord Darlington mir nach Quartier gewähren könnte.« »Sehr erfreut, Sie wiederzusehen, Sir. Ich werde seiner Lordschaft sagen, dass Sie das sind. Ich hatte bei Mr. Rowland übernachten wollen, aber es scheint, dass ein Missverständnis gegeben zu haben, und Sie sind irgendwohin ausgegangen. Ich hoffe, ich komme nichts ungelegen. Ich meine, es findet doch nichts Besonderes statt heute Abend, oder?« »Ich glaube, Sir, seine Lordschaft erwartet nach dem Abendessen den Besuch einiger Herren.« »Oh, das ist aber perfekt. Ich scheine mir einen schlechten Abend ausgesucht zu haben. Dann ziehe ich mich lieber bald zurück. Ich habe sowieso noch Arbeit zu erledigen.« Mr. Kardinal deutete auf seine Aktentasche. »Ich werde seiner Lordschaft sagen, dass Sie da sind, Sir. Sie kommen auf jeden Fall gerade zurecht, um mit ihm das Abendessen einzunehmen.« »Tadellos, das hatte ich gehofft, aber Mrs. Mortimer wird wohl von meinem Erscheinen nicht sehr erbaut sein.« Ich ließ Mr. Kardinal im Salon zurück und begab mich ins Arbeitszimmer, wo seine Lordschaft gerade mit höchst konzentrierter Miene einige Papiere durchsah. Als ich ihm Mr. Kardinals Eintreffen meldete, ging ein Ausdruck überraschter Verärgerung über sein Gesicht. Dann lehnte er sich zurück, als denke er angestrengt über die Lösung eines Rätsels nach. »Richten Sie Mr. Kardinal aus. Ich käme in Kürze hinunter«, sagte er schließlich. »Er kann sich ruhig einen Augenblick selbst beschäftigen.« Als ich herunterkam, sah ich, dass Mr. Kardinal recht unruhig im Salon umherging und Gegenstände in Augenschein nahm, mit denen er längst vertraut sein musste. Ich richtete ihm die Worte seiner Lordschaft aus und fragte ihn, ob ich ihm etwas bringen könne. »Oh, im Augenblick nur etwas Tee, Stevens. Wen erwartet seine Lordschaft denn heute Abend?« »Tut mir leid, Sir, da kann ich Ihnen leider nicht zu Diensten sein.« »Gar keine Ahnung?« »Bedauere, Sir.« Merkwürdig. Na ja, bleibe besser auf Tauchstation heute Abend.« Nicht lange danach ging ich, wie ich mich erinnere,
zu Miss Kensons Aufenthaltszimmer hinunter. Sie saß an ihrem Tisch, obwohl sie nichts vor sich und nichts in den Händen hatte. Ja, etwas an ihrem Verhalten deutete darauf hin, dass sie schon vor meinem Anklopfen einige Zeit da gesessen hatte. »Mr. Cardinal ist da, Miss Kenton«, sagte ich. »Er wird heute Nacht sein übliches Zimmer brauchen.« »Ja, danke, Mr. Stevens. Ich kümmere mich darum, bevor ich gehe.« »Ah, Sie gehen heute Abend aus, Miss Kenton?« »Allerdings, Mr. Stevens.« Vielleicht machte ich ein etwas überraschtes Gesicht, denn sie fuhr fort. »Sie werden sich erinnern, Mr. Stevens, dass wir dies vor 14 Tagen besprochen haben.« »Ja, natürlich, Miss Kenton. Ich bitte um Entschuldigung. Ich hatte im Augenblick nicht mehr daran gedacht.« »Ist etwas nicht in Ordnung, Mr. Stevens?« »Nein, Miss Kenton. Heute Abend werden einige Besucher erwartet, aber Ihre Anwesenheit wird nicht erforderlich sein. Wir haben vor 14 Tagen vereinbart, dass ich mir diesen Abend freinehme, Mr. Stevens.« »Natürlich, Miss Kenton. Bitte entschuldigen Sie.« Ich wandte mich zum Gehen um, und als ich schon an der Tür war, sagte Miss Kenton: »Mr. Stevens, ich habe Ihnen etwas zu sagen.« »Ja, Miss Kenton, es betrifft meinen Bekannten, mit dem ich mich heute Abend treffe.« »Ja, Miss Kenton.« Er hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Ich dachte mir, Sie hatten ein Recht dazu erfahren. »Gewiss, Miss Kenton, das ist sehr interessant. Ich denke noch darüber nach.« »Gewiss?« Sie blickte kurz vor sich auf ihre Hände, sah mich aber fast sofort darauf wieder an. »Mein Bekannter tritt nächsten Monat in Cornwall eine neue Stelle an. Tatsächlich. Wie gesagt, Mr. Stevens, ich denke über die Sache noch nach. Aber ich glaubte, Sie sollten davon unterrichtet sein. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Miss Kenton. Ich hoffe sehr, Sie werden einen angenehmen Abend haben. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen.« Es muss etwa 20 Minuten später gewesen sein, als ich Miss Kenton erneut begegnete. Diesmal, als ich mit Vorbereitungen zum Abendessen beschäftigt war. Ich befand mich gerade mit einem vollen Tablett auf halber Höhe der hinteren Treppe, als ich irgendwo unter mir das Geräusch zorniger Schritte auf den Dielen hörte. Ich drehte mich um und erblickte Miss Kenton, die vom Fuß der Treppe mit funkelndem Blick zu mir heraufsah. »Mr. Stevens, wünschen Sie es doch, dass ich heute Abend Dienst tue?« »Keineswegs, Miss Kenton. Wie Sie ganz richtig sagten, habe Sie mich ja schon vor einiger Zeit von diesem freien Abend verständigt. Aber ich sehe doch, Sie sind sehr unglücklich darüber, dass ich heute Abend ausgehe.« »Ganz im Gegenteil, Miss Kenton.